Okay, gut. Wir reden also mit Joyce am nächsten Tag weiter und müssen jetzt erstmal zum Whirlingen Rex zurücklaufen. Kann ich jetzt die Wand analysieren? Jetzt kann ich bestimmt mit der Konzeptbildung. Aber ich kann gerade eh nichts leveln, ne? Weil ich habe ja... Ich gehe doch gerade der Flaschensammler... Ne, nicht der Flaschensammler. Wie heißt denn das Ding hier? Wo ist denn... Ich habe eine Taschenlampe übrigens, falls ich natürlich Ecken machen. Genau, ich gehe gerade der Bogensammlerin machen. Das dauert noch eine Weile. Die Hölle auf Erden. Ich bin jetzt bei 22%. Naja, das kriegen wir morgen schnell. Das heißt, mein nächster Skillpunkt ist dann wieder so ein Ding. Naja, was soll's. Jetzt bin ich nochmal weg und habe ich um die Wäsche gekümmert. Ach ja. Na gut, ich bin aber tatsächlich gespannt auf das Gespräch mit Kitsuragi, weil der meinte, er kann sich nach dem Dienst, kann er sich mit mir unterhalten. Und das würde ich dann ja schon ganz gerne tun, oder? Aber wie gesagt, ich habe meine Schulden noch nicht beglichen. Aber Kitsuragi meint, wir können hier was lösen. Also lösen wir was. Hallo. Can I help you? Also wegen meiner Schulden. Yes. Have you got it? Ich habe mich gefragt, ob wir uns wegen heute Nacht irgendwie arrangieren können. Does that arrangement include you paying me what we already agreed you owe me? Wird schwierig, weil mittlerweile habe ich exakt 10 Taler, was ja auch nicht schlecht ist, wie ich finde, ne? Also ich bin ja mittlerweile zu gutem Geld gekommen. Ich finde, er kann sich wirklich nicht beschweren bei mir. Draußen, ich zahle ihn morgen zurück und bin ein ehrlicher Boot. Draußen ist es kalt, ich werde noch erfrieren, nur weil ich diese dummen Geldspielchen verliere. Kommen Sie mal nach allem, was ich durchmache. Du lässt Kim sprechen, der offenbar etwas zu sagen hat. I understand your predicament as the manager. However, I feel I must remind you that we are here to conduct an important investigation that also affects your business. Oh, er macht das Sachargument. Forgive me for saying this, but your colleague seems more committed to drinking and... Ich bin den Trinken verschrieben, er hält inmitten des Satzes inne. I mean no offense. It's really nothing personal. I just have to protect the interests of this establishment. Ach ja, muss ich an die Interessen des Etablissements halten. Aber merk mal, Sie wissen schon, dass ich meine Schlüssel noch habe. Dieses Gespräch wird... Good luck trying to use it. Ich war für Glück beim Ausprobieren. Er tippt mit dem Fuß gegen eine Metallkiste, die hinter der Theke aufgestellt ist. Was? All the locks have an electronic component. They have to be unlocked down here with a master key before your guest key will open the lock. Was ist das für eine Hightech, die hier auf einmal antrabt? Dieses Gespräch führt zu nichts. Not until you bring me the money. Ja. Okay. I might have something in my motor carriage we can use when you're done here. Sobald wir hier fertig sind. Oh, Lieutenant, we're done here. Yes? Er hat etwas in seinem Auto, was uns helfen kann. Da bin ich mal gespannt. Aber interessant, dass ich die Tür nicht wieder aufkriege. Habe ich die Tür überhaupt zugemacht? Das hätte ich mal vorher prüfen sollen, wie das aussieht mit dem Zimmer, ob ich einfach hätte reingehen können. Ist das Auto die ganze Zeit an? Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. I have something here we could sell. Look in the back, in the suspect transport enclosure. Er hätte das verkaufen können, im verdächtigen Transportgatter? Transport enclosure. Regular people just call it the cage. Transportgatter. Du siehst ins verdächtigen Transportgatter. The cage at the back of the motor carriage looks rather uncomfortable. 4 shiny hubcaps are stacked against the seat. Their silver edges sparkle in the dark. 4 glänzende Radkappen? Wo hat er die dann abgebaut? Oder sind die von seinem Auto und der hat die einfach nur in Sicherheit I gepackt? confiscated these 4 a little while back. We can take them to the pawn shop down by the Martinez Canal. Was soll das heißen? Sie haben sie A konfisziert. couple of weeks ago, I stopped a young man for going slower than the speed of traffic. Turns out he was some coalition official's son and high. Er hat jemanden angehalten, weil er niedriger als die Geschwindigkeit war, den Verkehrsfluss aufgehalten haben. Und der hat, das war der Sohn eines Offiziellen der Koalition und zugedröhnt. Ist das nicht Korruption? Du siehst die rotieren Radkappen an. Kann ich gut verstehen, die hätte ich auch konfisziert. Die sind faszinierend. Sie haben also seine Radkappen an sich genommen. I took them and arrested him for driving under the influence. Ah ja, du siehst die rotierenden Radkappen an. Kann ich gut verstehen, die hätte ich auch That konfisziert. they are. I was going to take them into evidence, but they weren't necessary for conviction. He never asked for them back. Achso, er hat sie als Beweis genommen, aber sie waren am Ende nicht notwendig. Warum auch immer die Radkappen notwendig wären. Hatten sie vor, diese Radkappen an ihrer Maschine anzubringen? Das ist auf den Kinema. No, that would be silly. Er zögert. I don't know why I kept them. It doesn't matter. I couldn't put them on this MC anyway. A cup with spinners. That would be outrageous.
Ja, unerhört lässig. He flashes a smile, barely visible in the dark. Er lächelt in der Dunkelheit. Es tut mir leid, dass Sie meinetwegen verkaufen müssen. As I said, they are useless anyway. I should have remembered I have these earlier. Sie haben ein Pfand ausgewählt? Yes, the bird's nest Roy, near the canal. We've been there. If I'm not mistaken, it should be open late. Items that can be pawned at Bird's Nest Roy's appear in your inventory under the Items tab. You can pawn these items when talking to Roy. Aber ich kann sie nicht annehmen, das wäre nicht richtig. Ja, wir nehmen die The Dinge jetzt. lieutenant nods as you take the spinners. Du schließt die Tür. Hä. Judy, jetzt habe ich Radkappen. Die sind wie viel wert? 200! Ich ahne leider, dass ich unseren guten Lieutenant... Also gut, ich kriege einen Pawnshop, kriege ich bestimmt nicht das Geld, oder? Komplett raus. Ich muss da lang rennen. Dann würde ich jetzt zumindest mal annehmen. Ob ich es am ersten Tag schon genug Geld hätte kriegen können? Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Ich hätte das nicht Yes, verkauft. we'd like to sell these hubcaps. Mischt sich der Lieutenant ein und gibt in die rotierenden Radkappen. Roy takes the hubcaps from the lieutenant and inspects them. The spinners appear iridescent in the dancing light of Oh, er mag his ja leuchtende pawn shop. Dinge, er ist so eine Krähe. Yes, these are very, very good. Did you defraud some foreign prince for them? Jump-a-mesque banger? No matter. I'll give you 200 real. Er bestaunte Grubert Schimmer und nickt. No one was defrauded or jumped, I assure you. Niemand wurde überfallen, erklärt der Lieutenant, während sein Pfandleiher die Kasse öffnet und das Bargeld Of zählt. course, I meant no offense. 200 real for you, officer. Delightful doing business with you. Thank you. Ah ja. In das Bargeld und dreht sich dann Here's zu the dir. 130 real you need for your bill. Do not waste it. Der Rest steckt er in seiner The Tasche. rest is for him, to compensate for the pain of being separated from his radiant spinners. Oh, ich muss sie von seinen glänzenden The Radkappen windfall is a small consolation. Das unerwartete Geld ist ein kleiner Anything Trost. else you're thinking of selling? Ich möchte ihm meine Kleidung verkaufen. Ich habe ein faszinierendes Foto von einer Leiche. Du zeigst ihm das Foto. Nein, ich möchte das Foto ja nicht verkaufen, aber ich möchte es ihm zeigen. Another time, perhaps. Also ich würde das Foto ihm wirklich gerne zeigen, weil ich einfach nur wissen möchte, was er davon hält. Na gut, okay, dann haben wir jetzt also den Pfandleiher angehauen. Ja, keine Ahnung, was damit zu machen, aber wir haben es jetzt erstmal getan. Judy. Mittlerweile ist es auch 22:40 Uhr und ich wollte mich da eigentlich noch mit Kim unterhalten. Wo schläft er eigentlich? Aber nicht in meinem komplett zerlegten Hotelzimmer, oder? Obwohl, das müsste jetzt ja alles wieder gut sein. Da kriege ich jetzt ein anderes Zimmer. Eins, was heil ist. So, hallo, Bursche. Grüß Can I dich. help you? Wegen meiner Schulden. Have you got it? Hier. Well, Du schnellst die Geld schnell auf die Theke. Hoffentlich ersticken sie daran. Hier, bitte verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. great. Thank you, officer. That's all I wanted. Payment for services rendered. If you continue to stay here, I just ask that you please pay your nightly bill in advance starting tomorrow. Ja, ab morgen. Ja, morgen finde ich bestimmt genug Geld in Flaschen oder so. Mal The gucken. electronic lock to your room has been disabled till 9 p.m. tomorrow. Ah, wenn ich um 9 ins Bett gehe, ist alles gut. Please pay for each night in advance starting tomorrow. 20 real per night. I'll take a room here too. Er öffnet seine Brieftasche. Of course. Always happy to have officers from the RCM as guests. Anything else I can do for you? Also Kim nimmt sich auch einen Raum. So, gut. Kann ich jetzt nochmal mit ihm quatschen? Yes? Okay, nichts. Aber ich will ja eigentlich in sein Zimmer mit ihm reden. So, ich nehme an, oben verabschiedet er sich. Ich rennt vor allem immer noch mein Wandbeutel um hier. So, ich nehme an, Kim nimmt dann das dritte Zimmer. Der Raum ist übrigens immer noch komplett zerwühlt. The door is closed. Du probierst die Klinke. The lieutenant gives you a quick. He doesn't like where this is going. Probierst die This Klinke? door can open. Ja. Yes? Aber Kim hat doch gesagt, ich kann mich nach 22 Uhr nochmal mit ihm unterhalten. Ja, das Zimmer sieht immer noch nicht besser aus, ne? Nicht mal so ein bisschen. Wer ist die denn? Stand die da schon immer da unten rum? Ich könnte ja wahrscheinlich auch irgendwie singen, ne? Na ja, gut, erstmal das Loch. Okay, gut, das bringt mich nicht weiter. Wer ist die Frau, die da unten steht? Die war doch vorhin nicht da, oder? Wahrscheinlich kann ich mit der eh nicht interagieren. Aber eigentlich will ich den Tag ja noch nicht beenden. Ich meine, wofür brauchen wir den Schlaf?
Nee, mit der kann ich aber auch nicht interagieren, oder? Nee. Er hier redet auch nicht mit mir. Interessiert, warte mal mit dir. Yes? Hier. Ich glaube, ich sollte wissen, dass ich mich hier nichts ändern. Ich will über Sie What reden. about me? Fühlen Sie was? What do you mean? I have no idea. The lieutenant's conceptualization skills must... What? Think? The lieutenant produced... That's where his... We all have our different... Good. Okay, gut. What do you want to know? Good. Excuse me? You have a distinct... I hope you don't take... They say it's a scene-clearing technique developed by one of your lieutenants for gathering evidence. I don't know. Container... Okay, gut, er hat nichts zu sagen. Gut, dann haben wir jetzt erstmal ja nichts zu tun richtig mit Kim. Ne? Und alle Leute schlafen, kann ich jetzt einfach ins Bett legen, aber er hat doch gesagt, er kann nach 22 Uhr, hat er Privatzeit, um mit mir zu reden. This is the door to the room you redecorated. Gute Nacht, Lieutenant. Just a moment. You had some questions earlier, I believe. And besides, we should discuss our progress on the investigation. Let's go out to the balcony. Ach, jetzt gehen wir auf den Balkon reden. Ah ja. Ah ja. The air outside is brisk. The lieutenant is silent for a moment. He listens to the traffic hum. Then... Der Lieutenant hört sich den Verkehrslärm an. Welcher Verkehr eigentlich? Ich denke, hier ist Stau. Where shall we begin? We should talk about the investigation, first and foremost. But I also remember you wanting to discuss the RCM? Ja, ich wollte über die WMR reden. Ich wusste gar nicht, dass sie rauchen. Was für Befugnisse haben wir eigentlich? They're quite limited, actually. The power officers of the Rebachol Citizens Militia exercise most frequently is imposing fines of up to 1,000 Real for offenses, in accordance with an interdepartmental schedule. Oh, ob ich so gut Geld verdienen kann, nämlich Bußgeldkataloge? Warum nicht mehr als 1.000? The RCM's primary role is to ensure safety. We are not really supposed to play any part in the economic structure of Rebachol. Ah ja. Kann man diese Macht nicht leicht missbrauchen? Wahrscheinlich schon. Yes, although indirectly, as citizens can always request records from their local station. Die Leute können Akteneinsicht bei der nächstbesten Revier einfordern. Wie oft passiert das praktisch? Officers of the RCM have been known to take bribes of less than the prescribed fine amount. It undermines trust in the RCM. Ah ja, ist also dann besorgt, dass die Polizei das Glaube verliert, weil sie weniger Geld nimmt. So. Verstehe was noch? We can arrest people, of course, but rather than bringing someone in directly, it's preferable to serve a station cold sleep. It prevents confusion and overcrowding. Also wir verhaften die Leute nicht an der Stelle und sagen dann solche Sachen wie, du kommst jetzt mit Schwein, sondern wir geben dir einfach nur eine Vorlage. Na gut. Woher will man dann wissen, dass der Festgenommene auch wirklich auftaucht? You can't. Those who don't show up become fugitives, though, and have fewer legal rights when they are eventually caught. It's about power projection. Thus far, they seem to mostly show up. Also die aufrechten Bürger kommen wirklich, wenn sich jemand wehrt. As you may have gathered from the fact that we are expected to carry a record of our kills, like the one in your watermarks, we are permitted to use whatever force is necessary, and strongly admonished not to abuse that power. Wisst ihr, die Musik gerade übel laut im Hintergrund, im Vergleich zum Rest. Tja, also wir können jedes Zwangmittel benutzen, allerdings ist halt alles eine Frage der Aufnahme. Wenn ich also im Dienst jemanden töte... You have to supply compelling evidence for why it was necessary to use lethal force. In these cases, your partner is usually your witness. Normalerweise ist dein Partner... Ja, das ist nicht generell ein großes Polizeiproblem, dass der Partner als Zeuge dient und das ist halt... Die Leute dann halt schon sehr zusammenhängen. Da fällt mir übrigens gerade ein, das ist so ein Ding, was ich mit dem Eisbären schon mal diskutiert habe. Also lang und breit. Das, was mir im heutigen modernen Arbeitsleben so auffällt, ist, dass so Polizist überhaupt einer der wenigen Arbeiten ist in der Welt, in der du irgendwie einen Partner hast. Also so einen richtigen, gleichberechtigten Partner, mit dem du Sachen zusammen machen kannst. Weil das... Also zum Beispiel das, was ich gerade mache, ist irgendwie, also das ist meine letzten Firma, war ich zum Beispiel Entwicklungsingenieur offiziell und hatte da so ein paar Überschneidungen, aber an sich habe ich die meiste Zeit selbst gearbeitet. Hat dann zwar immer so Schnittstellen mit anderen Kollegen, aber ich habe halt nie irgendwas zu zweit gemacht, weil es zu teuer ist. Da kann sich ja keiner leisten, 2 Ingenieure anzustellen. In meinem Fall jetzt, weißt du? Und
Du bist halt immer auf dich alleine gestellt. Du kannst maximal zurückstellen. Also du arbeitest nie parallel mit irgendjemand dran. Du hast halt irgendwie und davor auch irgendwie in Projektarbeiten und so. Obwohl in der Uni, das war noch am meisten irgendwie Projektarbeiten, wo du wirklich gemeinsam über die Arbeit hast. Aber ansonsten, in welchem Job arbeitest du sonst zusammen hier? Wenn du irgendwie, keine Ahnung, im Krankenhaus Arzt bist oder Krankenpfleger, da bist du ja eigentlich auch nicht. Da arbeitest du ja trotzdem alleine. Da übergibst du zwar, aber du arbeitest nicht parallel an irgendwas. Oder wenn du als Förster bist, ist dein Partner vielleicht der Hund. Piloten? Stimmt, Piloten. Ja, Piloten. Piloten sind auch noch dabei. Also Polizisten und Piloten. Wer noch? Und das ist halt so ein Ding, das ist ein bisschen deprimierend, ne? Das ist halt, weil es halt irgendwie immer zu teuer ist, mit irgendjemandem zusammenzuarbeiten. Und das ist dann halt, das habe ich ja in meiner letzten Arbeit, ich habe ja meinen Taucher. Darüber weiß ich gar nichts. Da müsstest du mich erleuchten. Ich dachte Taucher, so gerade so Tauchschweiß und so Industrietaucher, dass es auch ja so ein Solo-Job ist. Dass du halt zwar ein Team hast, die oben sind, aber keinen, der mit dir taucht. Aber weiß ich nicht. Ist das so? Nee, meinen letzten Job, den hatte ich ja gekündigt, wenn mein Vorgesetzter entlassen wurde, weil mit denen habe ich viel gemeinsam gemacht. Ich meine, gegen Ende hat er immer viel Stress gehabt. Und dann hatten wir da weniger Unterhaltung. Und dann wurde er am Ende entlassen wegen Unfähigkeit, weil der sich überall reingehängt hat und angeblich nicht genug gelassen hat. Richtig lächerliche Story. Naja, ist ja auch real. Und auf jeden Fall, das war so ein bisschen bei mir, weil mit denen habe ich mich dann immer unterhalten, haben wir uns dann immer so vorne zurück den Ball geworfen. Und in meinem aktuellen Job mache ich jetzt halt auch viel alleine. Und das ist halt immer ein bisschen traurig. Du machst halt was, du erzählst vielleicht mit deiner Teamleitung was davon, ja, ich mache jetzt gerade das und das, aber an sich fässt du nur zusammen und sagst, naja, ist jetzt halt passiert, ne? Halt erledigt. Ausgeführt wie befohlen, Chef. Aber das passiert halt. Du wirfst halt nicht so Ideen hin und her. Das ist halt dadurch, dass alles, was ich mache, auch nicht wirklich immer zu anfassen. Ich baue keine Maschinen oder Bildhauer irgendwie so. Du hast halt nichts, wo du irgendwie so vor und zurück Ideen werfen kannst. Oder wenn, ist diese Ideen vor und zurückwurfphase total kurz und danach kommt eigentlich das eigentliche Arbeiten zu solchen. Industriekletterer? Ist so ein bisschen das gleiche wie Taucher, oder? So Extremsituationen. Ja, gut. Aber es sind schon echt knappe Beispiele. Also, das sind alles nicht. Also, gerade Taucher und Industriekletterer sind jetzt ja keine Jobs, die du oft hast. Piloten ist tatsächlich ein Ding, woran ich gar nicht gedacht habe. Aber ansonsten, in welchem Job hast du echt noch so ein Ding? Weil selbst hier, ich hatte ERP-Berater, also Electronic Resource Planning, ist so. SAP ist zum Beispiel eine ERP-Software. Da gibt es so Berater. Und die tauchen, wenn du das kaufen willst, das System, tauchen die zu zweit auf und reden auf dich ein. Aber es sind halt Verkäufer. Und wenn aber hinterher am Ende kommen die Leute auch alleine. So Experten. Und lauter so eine Sachen, wo irgendwie die Leute nur alleine kommen. So wie deprimierend. Ja, aber die dürfen nicht alleine arbeiten. Ja, aber es ist halt irgendwie ein bisschen traurig. Es ist halt irgendwie eigentlich immer allein bist in der Welt. Du hast halt zwar irgendwie Kollegen und Dings, aber letztendlich so konkret bist du irgendwie allein unterwegs. Weiß ich, ich romantisiere das wahrscheinlich auch sehr. Ich stelle mir halt auch mal vor, wie du mit deinem Kumpel den Buddy-Cop da aussteigst und halt auf Patrouille gehst und mit irgendwelchen Leuten redest. Das ist ein bisschen komisch, ne? Wenn du hier so den klassischen Bulle von Tölz Mordermittlung anguckst, die haben ja eigentlich immer einen Kollegen, weil die sind ja auch nicht alleine unterwegs, ne? Oder irgendwie so Zeug, aber auf der anderen Seite musst du dich halt mit einem Mordfan auseinandersetzen, was halt irgendwie auch total uncool ist. Aber zumindest bist du gemeinsam unterwegs, ne? Naja. Trotzdem irgendwie deprimiert, dass du immer alleine bist. So, egal, weiter. Okay, der Partner ist nochmal so ein Zeug. Aber wir haben keinen Partner und Kitsuragi anscheinend auch nicht. Not a good position to be in, by the way. Internal Affairs handles these cases thoroughly, by cross-examining you for inconsistencies. It is hard to cover for anyone, which is for the best. Die internen Ermittlungen. Ja, genau, das ist natürlich überhaupt nicht möglich, da was zu verschleiern, weil die natürlich das sehr ernst nehmen. Ja, und dann verbrennen irgendwelche Leute in Vernehmungszellen. Das ist dann auch immer sehr, komisch. Aber es wurde natürlich durchgehend ermittelt. Ja. So, was geschieht mit den Leuten, die wir verurteilen? We don't convict. We arrest and send them to coalition government courts in Courant and La Delta. The prosecution works off our testimonies and records, which is why it's paramount to keep them. Das Ding ist, dass Kitsuragi erzählt gerade die Idealform der Polizei, ne? Und nicht, wie es wirklich ist. Also er erzählt uns vom Ideal. Er fragt mich jetzt, wie viel davon seine Wahrnehmung und sein Wunsch ist und wie viel davon Realität. Und wer stellt all diese Regeln auf? The coalition government and the moral intern, more broadly. Moralintern? The RCM was formed by the coalition government to restore order in the international zone after the revolution. So we did. Now we attempt to maintain that order. No more, no less. Tja, nach der Revolution die Ordnung der internationalen Zone. Wir sind in einer internationalen Zone, was wahrscheinlich auch erklären würde, warum hier so viel Zeug ist. Sein Blick ist auf ein Zimmer unter euch fixiert, in dem gerade das Licht ausgegangen ist. Or perhaps it is better to say we were allowed to form.
It's a point of contention whether the citizens of Revachol or the coalition government founded the RCM. Sagen wir mal, dass es die Bürger waren. Be sentimental if you like. Either way, the moral intern Lysis has the right to keep the peace in this city, and they will take it away if we misuse it. Ja, aber wer genau sind die Moralintern, wenn die möchten, dass die Ordnung aufrechterhalten Or wird? if they think you do. Ob sie es vermuten oder ob sie es wissen, macht ja eigentlich keinen Unterschied aus der Sicht, oder? Tja, was ist die Moralintern? The Moralist International are the world's largest political organization. You know who they are. They have been running this place after the revolution failed. Sie wissen doch, was sie ist. Nein, ich weiß es eben nicht, deswegen frage ich doch. Ich weiß es nicht wirklich, so schlimm sieht es da oben aus. Okay. They're a union of center-left and center-right parties across the Real Belt. Our coalition government is just one of its many projects. They also run the ICP, EPIS, most intergovernmental organizations in the world. Mir ist bewusst, dass ich mit diesen Begriffen alles nichts einfach... Also das ist ein Zusammenschluss aus Linken und Rechten, die die ganzen großen regierungsübergreifenden Organisationen leiten. Ich hätte gerne ein Diagramm für die Staatenstruktur hier. Was ist Ihr Symbol? Interesting question. It's a blue forget-me-not. Their motto is love, compassion, self-discipline. I think you can gauge what they want you to think of them from that. Ein blaues Vergissmeinnicht? Es ist eine Blume, ne? Es ist eine blaue Blume. Forgot-me-not Flowers. Myosotis. Ich hätte das nicht gewusst. Ich musste das gerade wirklich googeln, ne? Something kind and usual. Was Normales. Something almost self-explanatory. Aha. Something ominous. Konzeptbildung, Logik und Innenleben. Something like the dark blue, serious color of the early night sky above. Das dunkelblau des spätabendlichen Himmels. Was halten Sie von ihr? The moral intern are a fact. I try not to have opinions on facts until they change. And it doesn't look like that's about to happen. Sagt er mit einem Blick auf die Stadt unter euch. It is more than that. There's some kind of affection in him. Er mag die Moralintern. Ich stelle das jetzt einfach mal fest. Also er meinte, er möchte keine Meinung zu Fakten haben und bis sie sich ändern. Yes, I did, when I was younger. In my 20s, I considered myself a moralist. A blue forget-me-not, a piece of the sky. They're not all that bad. Also er war mal ein großer Moralist, wo er jünger ist und dann ist er älter geworden. That's another leitmotif associated with moralism. Danke, liebe Konzeptbildung. But the years have changed that. I don't know what I believe in now. No, I believe in the RCM. That's enough for me. Er glaubt an die BMR, aber aber trotzdem glaubt er nicht an das andere Ding. So gesehen ist er sehr wie unser Harry, Arbeitsname, aber doch anders. Also das ist halt nicht so extrem. Woran glauben Sie? What do they believe in? They are Dolorians. Ach so, die They Moralinterne. believe they continue the humanist project set forth by Her Innocence Dolores Day 4 centuries ago. Others say they are just technocrats. Das sind Technokraten. Those others say they continue the humanist project set forth by Dolores Day. Was auch immer Dolores Day A ist. historic figure? The author of the modern age? You will have to look elsewhere for opinions. The subject of humanism is too abstract for me. Humanismus ist mir zu abstrakt, muss jemand anders tun. Na gut, ich habe eine Meinung über die Moralinterne. Habe ich? Do you? Der Lieutenant zieht die Augenbraue hoch und nimmt einen Zug von seiner Zigarette. In seinen Fingern ist ein schlankes, weißes Ding. Da draußen läuft es wirklich schlecht. Du zeigst für die Straße. Wir brauchen sie hier, damit sie uns ermächtigen, Revachol zu bewachen. Sie haben hier versagt, haben sich hier mal umgesehen. Das ist kein Humanismus. Wir sind Handlanger der größten Organisation des Bürgertums in der Welt und schützen bourgeoisiese Rechte. Du murmelst leise, Einwanderer, Liberale, Kippten, Verschissene, Männer, die zu Frauen werden. Was? Also du kennst doch den Hardcore-Rassisten spielen, der macht sich bestimmt bei Kim mega unbeliebt. Als ich noch richtig überlege, habe ich doch keine Meinung über sie vergessen. Sie haben hier versagt. Ja. We are in what is called the twilight of international law. The laws we claim to enforce come from the MI. Without them, we are simply vigilantes. Wir sind nichts weiter als Vigilanten. Das ist aber auch irgendwie bitter, oder? Vigilanten hört sich nicht gut an. Sadly, it is what we already are to the people of Martinez. Most of them, at least, especially the Union. Vigilantes. I expect our job here to prove quite challenging. Er sieht sich den Kreisverkehr an. Wir sind quasi Batman.
Mehr oder weniger, nur ohne alles. Du hast nichts, du siehst einfach in die Nacht hinein. Wie ist der Tag so gelaufen? Well, we inspected the victim's body, so that's good. It was not easily approachable in that state, but we did it. Ja, wir haben eine Leiche untersucht und mehr auch nicht, ne? I would say our initial inspection was very thorough, and we have solid leads to follow up on. Und man hätte es ja so oberflächlicher machen können. The body is still hanging from that tree, which is unfortunate. But we performed a thorough search of the premises of the crime scene. That's great. Ja, dass wir die Leiche nicht runtergekriegt haben nach einem Tag ist schon irgendwie wenig, ne? Though he wishes the body were out of the tree, he doesn't want you to feel too discouraged. Probably out of fear that you'll just give up and keep drinking. Oh. Also Kitsuragi versucht mich tatsächlich aufrechtzuerhalten. Das ist eigentlich auch sehr interessant, ne? Machen Sie sich keine Sorgen, Kim. Morgen werde ich die Leiche ganz bestimmt aus dem Hof holen. Ich fange die in der Regel mit einer Untersuchung des Tates an und werde mich den Beseitigen der Leiche dazu dass ich heute zu nutzlos war. Ich bin einfach kein guter Polizist. Ja, morgen kriegen wir die Leiche bestimmt runter. I look forward to that. As for the interviews, Die we Befragung. weren't able to find the union leader, Everard Clare, much less interview him. So that's on the to-do list for tomorrow. Ja, als erstes, sofort als erstes, aber erstmal mit der Verhandlung zu Ende We quatschen. talked to Joyce Messier, but didn't get any information from her. I have a feeling Joyce knows how dangerous the situation really is. We have to get her to talk to us. Ja, wir müssen alle Joyce zum Reden kriegen, ist natürlich schön gesagt, ne? If Kim is emphasizing something this much, it really must be important. Ja, das denke ich auch. Above all, though, today was exhausting. What's with all the running? You run a lot. Is that a standard Precinct 41 practice? Geht das Spiel wirklich darauf ein, wie viel ich rumgerannt bin? Oder ist es jetzt einfach nur ein Kommentar, was er immer gemacht hätte? Wissen Sie, ich verschwende eben nicht gerne Zeit. Mein Verstand ist schnell, da muss der Rest mithalten. Ich übe meinen Langstrecken, ich möchte Spenden für ein gemeinsames. Das gehört zum Jamrock Shuffle? Ich weiß nicht wirklich, warum ich tue, was ich tue. It's impressive, especially for a man your age. And in those hills. Er nickt gedankenschwer, wobei er sich mit den Fingern auf seine Zigarette tippt. Nice shoes, by the way. I like the green. Goes with the orange. Er mag meine Schuhe. Er schaut sich seine Schlangenlederschuhe an und lächelt unverhofft. Ich wusste gar nicht, dass sie I rauchen. have a cigarette every night when I go over my notes. It's something of a ritual. Er raucht jeden Abend nur eine Zigarette. Oh man, he looks so devastatingly cool with that cigarette. Alter, Elektrochemie beruhige dich. Vielleicht fange ich aber die Rauchen an. Haben Sie noch welche für mich? Wie können Sie nur so cool sein, Kim? You mean this? This isn't cool. It's an unnecessary trial of will and unhealthy. Das Glimm seiner Zigarette wirft Licht auf ein kurzes Lächeln. Dann schnippt er die Asche weg. Keeping the habit within the parameters he's given himself takes a lot of focus. It would be easier to simply quit. Also er raucht quasi mit Absicht, um sich selbst zu testen. Yet, were he to quit, he would lose the cool factor. This man relishes his cool quite a bit below it all. Er versucht er ist also der heimlich coole Cop. Interessant. Also dann zum Abschlussbesprechung. Yes. It's been a long and eventful day. Du sagst nicht so stark, siehst einfach in die Nacht rein. The dying lights of the city shimmer below. Slowly, like luminous clouds, they pass on his lenses. The lieutenant looks at his slim cigarette. An aerostatic passes overhead, the whiskers of its floodlights on the ground below. Kitsuragi's glasses light up as he looks to the sky. Two glowing circles. Das gute alte visuelle Kalkül. They really don't like us here. And the mouth on that kid, Kuno. It's different inland, in Jamrock and the GRIH. Aha, die Leute hier sind also anders, als sie aus dem Landesinneren kennen. It's our fault for leaving this place to the dogs, to the union, to the company. Not daring to come here more often. It's like I told you, this place is an orphan, fallen between the cracks. Der Ort ist ein Weise. Und in Jamrock? We run this city. West of the river is RCM land. Er sieht sich den dunklen Umriss des Reiterdenkmals an, das sich in den Nachthimmel emporragt. It's incredibly hard. Human beings are... But we are in control, and it's worth it. The organization works. Our systems work. If they didn't, the city would disintegrate. Er redet sich das gerade mehr selbst ein, oder? Dass die Stadt funktioniert und alles. Ich hoffe, dass unsere Ermittlungen die Lage hier verbessern, dass wir wenigstens etwas Gutes tun können. Me too. But I wouldn't count on any drastic changes in our lifetimes. Sagte er leise. He is very tired, but the dark circles under his eyes make him look younger, not older.
Die dunkle... das Jünger? Okay, danke für die Frage. Yeah, it's getting very cold now. Let's go. Lass uns gehen. Neuer Fähigkeitspunkt. Ende. Judy. Gut, das war dann wohl... Das war dann die Abendbesprechung. Ob wir jetzt nochmal singen gehen können? Na gut, so viel dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal.